Peter Löffelhardt leidet an einer seltenen Krankheit. Das bedeutet, dass weniger als 5 von 10.000 Menschen betroffen sind. Ich bin an einer Polycythämie vera erkrankt. Das ist ein Blutkrebs aus der Gruppe der myeloproliferativen Neoplasien. Es ist ein seltener Blutkrebs. Das hängt damit zusammen, man produziert zu viele Blutzellen. Krankheiten wie diese sind oft schwer zu diagnostizieren. Peter Löffelhardt weiß bis heute nicht, wie lange er schon mit dem Blutkrebs gelebt hat, bevor er vor 30 Jahren die Diagnose bekam. Jeglichen anderen Krebsart, ob es das Brustkrebs ist, da weiß man heute praktisch alles. Ja? Aber bei uns, da weiß man eben sehr wenig. Ich weiß nicht, woher die Krankheit kommt und ich habe keine definitive Medizin dafür. Zum Anlass des Rare Disease Day 2023 lädt daher AOP Health Betroffene wie Expertinnen zu einem Austausch und Bewusstseinsschaffung nach Wien. AOP Health erforscht seit mehr als 25 Jahren Arzneimittel im Bereich von Orphan Diseases, im Bereich seltener Erkrankungen. Die Situation in der Therapie mit Orphan Diseases hat sich in den letzten Jahren verbessert und trotzdem bleibt es unser Ziel, weiterhin auch neue Arzneimittel und Therapien für Patienten mit seltenen Erkrankungen zu erforschen. Aufgrund der Seltenheit der Erkrankungen und damit Patientinnen steht die Pharmaforschung hier jedoch vor besonderen Herausforderungen. Dabei spielen, wie bei jeder pharmazeutischen Forschung, klinische Studien eine wichtige Rolle. Patientinnen und Patienten profitieren von klinischen Studien, weil wir auf der einen Seite neue Medikamente entwickeln können und dafür sind diese Studien wichtig und weil Patientinnen und Patienten dann schon frühzeitig Zugang zu neuen Medikamenten haben. Neben der medikamentösen Forschung und Behandlung ist es für Betroffene wichtig, seelisch begleitet zu werden. Denn gerade Menschen mit einer raren Erkrankung fühlen sich oft alleine und unverstanden. Der Vorteil einer psychologischen Begleitung, die professionell ist der, dass man sich bei der Psychologin, sage ich immer, nichts antun muss. Man muss sie nicht schützen. Man hat einen freien Raum für die Seele, wo man auch Kraft schöpfen kann, um eben zu einer konstruktiven Bewältigung für den Krankheitsalltag wiederfindet. Man soll für sich selber sagen, Nummer 1, mit der Krankheit zu versöhnen. Und ich sage immer, wir sind auf diesem Planet Erde angekommen, um glücklich zu sein. So wie Peter Löffelhardt leidet auch Eva Otter an einer seltenen Erkrankung. Für beide ist der Austausch untereinander und mit anderen Betroffenen eine wichtige Säule im Leben mit einer Rare Disease. Ja, die Diagnose, seltene Erkrankung, sowas zu hören, zu bekommen, zieht einen einfach den Boden unter den Füßen weg. Und hier jemanden zu haben, der einen berät und begleitet, wie zum Beispiel jetzt die Servicestellen der gemeinnützigen Institutionen machen. Und hier kommen auch die Psychologen und Psychologinnen ins Spiel, die einen zeigen, dass das Leben trotz einer schwerwiegenden Erkrankung noch lebenswert sein kann und einen einfach die positive Seite des Lebens wieder sichtbar machen. Der Rare Disease Day findet im Übrigen offiziell am 29. Februar statt, also am seltensten Tag in unserem Kalender.